Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie ihr wisst, habe ich auf meinem S24 Ultra eine Hülle von Pitaka. Und da gibt es jetzt tatsächlich was Neues, was dieses Thema Aramid mit zusätzlichen Funktionen verknüpft. Und ich will nicht zu viel verraten, aber Pitaka hat da was rausgehauen, welches es euch ermöglicht, euer Handy mit weiteren Funktionen zu versehen. Und das ist der Pin-Button-Case. Und jetzt wisst ihr schon, was es bedeutet. Es gibt quasi zusätzliche Knöpfe, die ihr belegen könnt. Und das gucken wir uns einmal gemeinsam an. Ja, grundsätzlich habe ich es ja gerade eben schon gesagt. Also es geht darum, dass diese Hülle, neben der Tatsache, dass auch sie aus, in weiten Teilen, muss man sagen, aus Aramidfaser besteht, nämlich auf der Rückseite, ja, also ähnlich, beziehungsweise ja, in einem ähnlichen Maße oder in einem etwas abgewandelten Maße als die Hülle, die ich bisher einsetze. An den Seiten ist das Ganze dann aus einer Art Kunststoff, aus weichem Kunststoff gemacht, sodass auch die Seiten geschützt sind. Das ist übrigens ein Unterschied zu meiner bisherigen Hülle. Und dann geht es natürlich darum, dass auf den Seiten auch noch Knöpfe aufgebracht sind, die hier komischerweise gar nicht so sehr hervorgehoben werden auf der Verpackung. Hier steht es dann natürlich mit dem Pin-Button, da muss man aber auch wissen, wonach man sucht. Die Hülle deckt alles ab, im Gegensatz zu meiner bisherigen Hülle. Ihr habt MagSafe-Kompatibilität, das ist ja bei Pitaka bei vielen Hüllen so, und sie ist auch sehr leicht, das kann ich auch schon bestätigen. Selbst mit der Verpackung ist das Ganze leicht, und MagSafe ist natürlich immer ganz gut, weil ihr das gesamte MagSafe-Zubehör dann auch verwenden könnt. Gut, hier ist nochmal der Hinweis für die Pitaka-Hüllen, und gerade beim S24 Ultra durch den etwas überstehenden S-Pen ist es auch wichtig, dass man da mit beiden Händen das Ganze oben abstreift, und zwar nicht da, wo der S-Pen ist, sondern auf der anderen Seite, und dann die Hülle abnimmt. Ja, sonst wurstelt man immer so ein bisschen mit dem S-Pen rum, das ist vielleicht ganz wichtig nochmal zu wissen, aber wenn ihr jetzt ein S24 Ultra habt und das nicht eure erste Hülle ist, wisst ihr schon Bescheid. So sieht das Ding jetzt aus. Wie gesagt, ist jetzt nicht komplett aus Aramid oder aus Carbon in Anführungsstrichen, nur die Rückseite ist aus diesem Woven Aramid oder wie auch immer man das ausspricht, ja. Das fühlt man auch nicht ganz so stark wie bei meiner bisherigen Hülle. An der Seite sind die 3 Buttons, die seht ihr hier. Die sind auf der linken Seite, also sprich gegenüberliegend vom Power-Button und den Lautstärke-Knöpfen. Ansonsten unten auch eine recht breite Aussparung, finde ich persönlich immer ganz wichtig. Dann könnt ihr auch etwas dickere Ladekabel verwenden. Das ist immer ganz positiv. Auf der anderen Seite dann natürlich die Lautstärke und der Power-Button. Ihr seht, die Hülle geht ganz rum, zeige ich euch gleich aber nochmal am Handy, und auf der Innenseite so ein, ja, ich weiß gar nicht, was das ist, so ein etwas weicherer Stoff für die Rückseite des Handys, und dann seht ihr da auch den Ring für die MagSafe-Kompatibilität. Ein kurzer Blick drauf, wie sie dann am S24 Ultra aussieht. So sieht sie nämlich aus, trägt aus meiner Sicht nicht weiter auf als andere Hüllen, also deutlich weniger vielleicht sogar, etwas mehr als meine bisherige, liegt aber daran, dass natürlich auch der Schutzgrad etwas höher ist, denn jetzt sind alle Seiten abgedeckt. Bei meiner bisherigen Pitaka-Hülle war es ja so, dass die Seiten nicht abgedeckt sind. Hier unten seht ihr auch nochmal das, was ich vorhin schon meinte. Ihr könnt auch etwas dickere Ladekabel oder Datenkabel anschließen. Druckpunkte sind absolut okay, lassen sich super bedienen und fühlt man auch, wenn man sie nicht sieht. Auf der Rückseite sieht man nochmal, dass die Verarbeitung auch im Bereich der Kameraaussparung sehr gut ist. Auch oben alles sauber verarbeitet, also da gibt es nichts zu meckern. Das ist aber auch bei Pitaka aus meiner Sicht noch nie ein Problem gewesen. Hier sind dann die 3 Knöpfe, die zeige ich euch gleich noch, wie man die einrichtet. Also insgesamt deckt die Hülle auf jeden Fall alles aus meiner Sicht ab, was notwendig ist. Selbst der Überhang vorne und hinten ist vorhanden, wenn auch nicht groß. Aber dafür habt ihr halt natürlich auch eine Hülle, die wirklich gar nicht oder sehr wenig nur aufträgt. Das muss man dann auch dazu wissen. Gut, aber ich glaube, der USP dieser Hülle ist letzten Endes, dass sie halt eben die 3 Knöpfe an der Seite hat. Und wie ihr die einrichtet, ihr geht in Modi und Routinen, dann auf Routinen, und dann könnt ihr quasi eine eigene Routine anlegen. Wieso ist das so? Die Knöpfe sind letzten Endes nichts anderes als NFC-Buttons. Ja? Das heißt, über diesen NFC-Button könnt ihr eine Aktion in eurem Operating System, in unserem Fall halt natürlich das Samsung angepasste Android, auslösen und könnt dann über ganz normale Wenn-Dann-Funktionen sozusagen was machen. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel hinterlegt, dass sich der Browser öffnen soll. Das ist jetzt mal eine ganz einfache Funktion. Ich zeige euch gleich nochmal, dass man natürlich auch noch sehr viel mehr machen kann. Vom Grundsatz her ist die Einrichtung auch wirklich super einfach. Ihr geht einfach hier oben auf Plus, dann müsst ihr zunächst das Kriterium, wann die Aktion oder zu welchem, den Trigger sozusagen, müsst ihr erst konfigurieren. Dafür nehmt ihr NFC hier unten, drückt dann den Button.
Der wird von eurem Handy erkannt. Jetzt könnt ihr den noch benennen, wie auch immer. Ich nenne ihn als 2, weil es der zweite Knopf ist. Und dann könnt ihr einfach eine Aktion hinzufügen. Und da gibt es eine Vielzahl. Ich weiß nicht, wie sehr ihr euch schon mit den Routinen beschäftigt habt. Gibt auf jeden Fall eine ganze Menge von Dingen, die man da konfigurieren kann. Unter anderem halt auch eine App öffnen oder eine Funktion in einer App öffnen. Das ist vielleicht nochmal ganz spannend. Es geht nicht nur die App eigentlich zu öffnen oder auch mehrere Apps übrigens zu öffnen, die dann zusammen auf dem Screen arrangiert werden. Ihr könnt auch Funktionen innerhalb von Apps, sofern die das unterstützen, nutzen. Das sieht man jetzt hier auch nochmal ganz schön. Zum Beispiel bei OnePassword können wir nicht nur die App öffnen, sondern auch direkt in die Favoriten springen sozusagen. Gleiches gilt hier für die anderen Apps, zum Beispiel Amazon. Könnt ihr direkt in eure Bestellungen springen, wenn ihr mögt. Das könnt ihr jetzt hier alles auf einen Knopf drauflegen und dann mit einem dieser 3 Knöpfe eben diese Aktion auslösen. Und ich finde das persönlich ganz spannend, weil man halt einfach die Funktion seines Handys nochmal erweitert. Ne? Das mit einer Hülle, die trotzdem gut schützt aus meiner Sicht und trotzdem optisch ansprechend ist, das finde ich eigentlich insgesamt eine ganz gute Kombi. Man muss eins dazu wissen, dass natürlich die NFC-Buttons nur funktionieren, wenn das Handy entsperrt ist. Das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Ist das Handy gesperrt, kann man leider seit neuestem, ich weiß gar nicht, wann das geändert wurde, Android 13 oder sowas, kann man keine NFC-Operating-Themen mehr ausführen. Also sprich, ihr müsst euer Handy vorher entsperren, bevor ihr den Button auslösen könnt. Das ist etwas schade, aber hat nichts mit Pitaka zu tun. Gut, insgesamt gefällt mir die Hülle tatsächlich ganz gut. Sie ist leicht, sie fühlt sich gut an und liegt auch gut in der Hand. Die Verarbeitung ist über jeden Zweifel erhaben. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Sie deckt alle notwendigen Schwerpunkte ab. Sie hat eine große Aussparung unten für ein Daten- oder für ein Ladekabel, was mir persönlich ganz wichtig ist. Ich weiß nicht, euch ist es vielleicht nicht so wichtig. An den Seiten läuft sie gut rüber. Also das heißt, der Schutzgrad ist aus meiner Sicht auch sehr gut. Erhaben hinten im Bereich der Kamera. Auch das passt für mich. Die Knöpfe sind halt auf jeden Fall das, weswegen man diese Hülle im Zweifel kaufen sollte, denn ansonsten solche Hüllen gibt es natürlich noch andere am Markt, aber in der Kombination nachher mit den Aramid-Anteiligkeiten und den Knöpfen ist es auf jeden Fall eine gute Geschichte. Ihr müsst die Dinger dann natürlich auch nutzen, denn das ist natürlich der Punkt, weswegen ihr nachher Geld ausgeben müsst. Apropos Geld ausgeben, 80 €, kein Schnapper. Pitaka war noch nie günstig, beziehungsweise vielleicht ganz früher mal, aber ist auf jeden Fall kein günstiges Ding. Ich persönlich finde es angemessen, aber sehr viel mehr dürfte es auch nicht sein. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt mir gerne in die Kommentare. Ansonsten danke ich euch fürs Zusehen und sage Alexa, Kamera aus. Okay.